Man weiß, man kommt jetzt rein, wir liegen hinten, man muss jetzt alles geben, aber ich habe mich einfach gefreut. Der Sonntag nach dem Köln-Spiel. Bevor es jetzt in die Länderspielpause geht, schauen wir nochmal zurück und damit willkommen aus Dortmund vom Trainingsgelände zu unserem Spieltagsrückblick. Ansgar Knauf hat gestern bei seinem Bundesliga-Debüt direkt das 2:2 vorbereitet und mit ihm habe ich mich gerade zum Interview getroffen. Und Ansgar kann natürlich auch etwas zu unserer U23 sagen. Die hat gestern hier auf diesem Platz 2:0 gegen Lippstadt gewonnen und die Tore, die zeigen wir euch gleich auch noch. Wir steigen aber ein mit den Stimmen von Marvin Hitz, Emre Can und Nico Schulz zum Bundesligaspiel in Köln. Wir haben zu wenig Druck gemacht, wir haben zu viele Bälle verloren, zu viele leichte Bälle verloren, haben kuriose Pässe gespielt, unsauber gespielt. Die Lücken waren zu groß, da müssen wir vielleicht von hinten schneller vorschieben, aber wir müssen auch den Ball vielleicht besser halten vorne und ja, das haben wir einfach nicht geschafft. Und insgesamt war es heute kein gutes Spiel von uns. Mit dem Ball zu passiv, gegen den Ball auch mit zu wenig Druck auf den Gegner und dann ja, so bringen wir 1. FC Köln wieder ins Spiel. Wenn man dann 2:1 hinten ist, muss man trotzdem sagen, dass man den Ausgleich schafft. Das ist nicht ganz verkehrt, aber wie das Spiel davor lief, ist natürlich nicht zufriedenstellend. Wir haben 2 Punkte verloren und die müssen wir in den übrig gebliebenen Spielen irgendwie wieder aufholen, dass wir unter die ersten 4 kommen, das ist klar. Ja, die Frankfurter bleiben in Sichtweite und sind nach der Länderspielpause unser nächster Gegner. Es ist jetzt nicht ganz so leicht, das Spiel aufzuarbeiten, weil die Jungs dann ab morgen schon bei den Nationalmannschaften sind, da wieder andere Themen haben. Aber wir werden dann die Zeit nutzen, sobald sie wieder da sind, wieder an den Dingen anzuknüpfen, die in den letzten Wochen gut waren. Und die Dinge, die heute auch nicht funktioniert haben, werden wir natürlich auch ansprechen. Und dann geht es darum, es sind noch 24 Punkte, die verteilt werden in der Bundesliga. Da werden wir weitermachen, um jeden Punkt zu kämpfen. Auch wenn die Vorbereitungsphase dann für das Spiel Frankfurt natürlich ein bisschen schwieriger sein wird, weil die Jungs teilweise erst am Donnerstag wieder zu uns stoßen. Jetzt aber zum versprochenen Interview mit Ansgar Knauf. Seit 2016 schon ist unser schneller Rechtsaußen hier im Nachwuchsleistungszentrum des BVB ausgebildet worden. Gestern kam er in der 80. Minute rein ins Spiel zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz und legte direkt ein Tor auf, das 2:2 durch Erling Haaland. Ansgar, wie war der Moment, als dir klar wurde, oh, das wird heute was mit meinem ersten Bundesligaspiel? Wer hat dich rangerufen vom Warmmachen und was ging dir da alles durch den Kopf in dem Moment? Ja, also wir waren beim Warmmachen mit dem Athletiktrainer hinterm Tor und dann hat der Athletiktrainer halt über seinen Knopf da im Ohr Bescheid bekommen, ich soll jetzt reinkommen, hat er mir dann Bescheid gesagt und dann ist natürlich im Kopf erstmal so, also man freut sich natürlich, aber man ist auch, also ja, man muss halt im Kopf, geht vieles fordern. Man weiß, man kommt jetzt rein, wir liegen hinten, man muss jetzt alles geben, aber ich habe mich einfach gefreut und habe einfach gesehen, okay, wir liegen hinten, wir haben 10 Minuten und ich probiere jetzt alles dafür zu tun, um das Spiel hier noch zu drehen. Das wollte ich gerade sagen, du bist jetzt nicht bei einem bequemen Vorsprung in der Schlussphase reingekommen, sondern da war ja richtig Druck auf dem Kessel. Was hatten dir die Trainer denn so für die letzten 10, 15 Minuten noch mit auf den Weg gegeben? Ja, viel, also taktische Sachen, wichtige Sachen, wo ich zu spielen habe auch und dann aber auch einfach die Anweisung oder den Hinweis so, ich soll mutig sein, soll auch probieren, meine Aktion zu ziehen, um hier nochmal vielleicht irgendwie was zu ändern und ja, das habe ich dann auch gemacht. Das Unentschieden ist ja natürlich leider jetzt schon sowas wie ein Rückschlag im Rennen um die Champions League Quali. Aber auf der anderen Seite darfst du dich persönlich ja auch freuen und stolz drauf sein, dass du in der kurzen Zeit im ersten Bundesligaspiel dann auch noch gleich ein Tor auflegst. Wie war denn bei dir so die Gemütslage gestern auf dem Rückweg aus Köln? Gemischt, würde ich sagen. Also ich habe mich natürlich gefreut über meinen ersten Einsatz, dass ich auch wirklich gute Aktionen hatte und wir dann auch, als ich noch ein Tor vorbereitet habe. Aber trotzdem wäre das Ganze nochmal viel, viel besser gewesen, wenn wir das Spiel natürlich gewonnen hätten. Weil am Ende will man immer gewinnen und vor allem jetzt ist halt jeder Punkt wichtig und ist ärgerlich, dass es für die 3 Punkte nicht gereicht hat. Du hast im November hier deinen ersten Profivertrag unterschrieben, bist aber auch noch nach wie vor eine wichtige Stütze in der U23 in der Regionalliga West. Jetzt haben die Jungs gestern gegen Lippstadt ohne dich 2:0 gewonnen und führen weiter die Tabelle mit 4 Punkten an. Erklär doch mal aus deiner Sicht, warum wuppt das so bei der Truppe? Auch in der U23, ich glaube, dass wir da wirklich eine außergewöhnliche Mannschaft haben, vor allem für die Regionalliga.
weil wir da wirklich also alle ein Team sind, alle an einem Strang ziehen und auch egal, wenn manchmal Tigges, ich, Raschel, egal wer mal rausfällt oder mal halt bei den Profis dabei ist, dass wir das sofort auffangen können und dann halt einfach ein anderer spielt, der auch vielleicht längere Zeit nicht gespielt hat und trotzdem alles reinhaut und wir dann immer weiter jedes Spiel, Spiel für Spiel unsere Leistung zeigen und das auch am Ende belohnt wird. Prima, Ansgar, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast an deinem freien Sonntag und ich finde, wenn du schon mal da bist, dann darfst du auch den nächsten Beitrag anmoderieren. Ja, jetzt kommen nochmal die Tore von der U23 gegen Lippstadt. Und damit machen wir den Deckel drauf auf dieses Fußballwochenende aus BVB-Sicht. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss aus Dortmund.